Willkommen zu dem Agate Bay Laden in Dresden. Normalerweise mache ich meine Videos auf Englisch, da viele meiner Zuschauer englischsprachige Kunden sind, aber heute mal auf Deutsch, da ich denke, dass es auch für viele deutsche Sammler und Zuschauer interessant sein kann. Ich bin hier vor meinem ersten Laden. Ein kleiner Traum wird wahr, den ich gar nicht so lange geplant habe. Hier seht ihr schon Agate Bay, das Logo meiner Firma, und direkt, wenn man hier reinkommt, möchte ich euch gleich was ganz Besonderes zeigen. Ihr seht ja das Regal hier und auf der linken Seite neben der Amethystdose steht ein unglaublich schöner Labradorit. Das ist ein wirklicher Hingucker, wenn man direkt in den Laden reinkommt. Und ansonsten finde ich, haben wir das auch wirklich ganz gut gemacht hier. Ja, die Raumhöhe gut zu nutzen. Und ja, wie ihr seht, es ist noch ein bisschen unordentlich. Und jetzt zeige ich euch auch mal hier drin, was noch ein bisschen abgeht. Also ich habe zwei Mitarbeiter, die regelmäßig das Tagesgeschäft von hier aus leiten. Das ist zum einen der Schreibtisch von Juliane, die hauptsächlich für mich die Verkaufsvorbereitung macht. Also dann die Bilder von den Achaten für den Verkauf, als dann auch die Bildbearbeitung, Inventarisierung oder auch wenn andere Sachen mal sind wie Schachteln falten oder Fundstellenzettel ausschneiden oder auch einfach hier den Laden in Ordnung und sauber halten und natürlich auch dann die direkte Kundeninteraktion, wenn Kunden in den Laden kommen und etwas kaufen möchten. Und genau, also hier seht ihr, es ist noch nicht alles ganz fertig. Hier sind noch ein paar brasilianische Achatscheiben, die es natürlich auch für jeden guten Laden braucht. Das ist jetzt natürlich hier dann auch deutlich höherwertige Qualität, als man es in den meisten Mineraliengeschäften sicherlich finden wird. Also das sind wirklich ausgewählte Spitzenstücke, aber als brasilianische Achate halt im Verhältnis doch auch sehr günstig im Vergleich zu den doch sonst sehr, sehr hochwertigen Sammlerstücken, die ich zum Beispiel auf meiner Webseite verkaufe oder die halt dann von meinen Reisen in ferne Länder kommen. Natürlich habe ich den Laden auch so ausgelegt, dass es nicht nur für Fachpublikum ist, also nicht nur für sehr hochwertige Sammlerstücke, sondern natürlich dann auch ein Regal eingerichtet für Laufkundschaft oder Leute, die etwas Schmuck kaufen möchten. Also das Regal hier, das habe ich jetzt gestaffelt in verschiedenen Preiskategorien. Also das oberste Fach sind alles Steine für 50 €, dann in diesem Fach hier alle Steine für 30 €. Da sind dann auch ein paar Steine drin, denen zum Beispiel Heilkräfte nachgesagt werden. Ich selbst kenne mich damit nicht super gut aus, aber habe auch ein Buch hier zum Beispiel, wo man dann diese Sachen auch nachlesen kann und auch sonst einiges an spannender Literatur, wer noch etwas mehr über Achate lernen möchte. Die Sachen können natürlich auch per Post verschickt werden, falls das jemanden interessiert. Und dann hier unter dieser Staffelung vom Fach von 30 € kommen dann 20 €, 10 €, 5 € und 2 €. Ihr seht, manche der Fächer sind zum Teil auch noch leer und müssen noch etwas schöner hergerichtet werden. Aber wir haben ja auch noch eine Woche Zeit, das alles vorzubereiten. Insofern mache ich mir da jetzt momentan noch keine Sorgen, aber sicherlich wird alles noch etwas stressig werden. Hier kommt dann auch nochmal ein Ständer hin, wo dann Ketten und Armbänder hängen werden, auch für Leute, die halt einfach Heilsteine am Handgelenk oder dann nah am Herzen tragen möchten. Was ich auch noch richtig geil finde, ist dieses Gemälde hier oben. Das ist von einem Künstler aus Kasachstan, mit dem ich viele Geschäfte gemacht habe. Also er verkauft Achate von verschiedenen Fundstellen, die ich weltweit finde, zum Beispiel Malawi und Mosambik in seinem Land, und habe dafür auch dann von ihm das Gemälde hier bekommen, und das ist wirklich Wahnsinn, weil das sind Steine, Teile von Steinen, die farblich so perfekt passen und die er so perfekt zugeschnitten hat, dass die halt über diese Struktur von diesen wirklich perfekt zugeschnittenen Steinen am Ende halt dieses Gemälde ergeben. Und ich habe noch ein zweites Bild in Auftrag gegeben, was deutlich größer ist und auch extrem aufwendig war. Das war auch richtig, richtig teuer, aber da hat er für mich auch noch ein paar von mir selbst geschnittene Malawi-Achate eingearbeitet, und das wird nochmal ein richtiges Highlight. Da muss ich mal schauen, ob, wenn das Bild verkauft ist, ob ich dann das andere dort hinhänge oder vielleicht dann drüben noch an die Wand. Aber ja, das wird auf jeden Fall richtig cool. Also es gibt spannende Sachen hier im Laden zu sehen und es wird sicherlich auch immer wieder neue Sachen geben. Ich habe ja jetzt hier in der Ausstellung zum Beispiel noch nicht so viele weltweite Achate von den Fundstellen mit drin. Da werden sicherlich dann auch noch mehr individuelle Achate mit reinkommen für Sammler, die dann speziellere Sachen auch kaufen möchten, wie zum Beispiel Achate aus Argentinien oder die sehr bekannten und auch hochwertigen Stücke aus Mexiko. Da wird sich sicherlich noch einiges tun, und
wenn einige der Regalfächer wieder etwas leerer sind durch Verkäufe, da wird es dann sicherlich auch etwas Umtausch mit neuen Stücken geben und diese brasilianischen Achatscheiben, die müsste ich ja auch noch irgendwo unterbringen. Genau, hier sieht man auch nochmal Waldemir von innen. Das ist tatsächlich eine Pflanze in Angedenken an meinen Opa, also die Urpflanze von dieser Monstera, die stammte von meinem Opa Waldemar. Und meine älteste Schwester Mira hat die Pflanze dann aufgezogen und insofern entstand dann die Namenskombination aus Waldemar und Mira, also Waldemir. Genau, dann gehen wir mal hier oben in das Fotozimmer, sage ich mal. Hier ist auch noch viel Unordnung, also dieses gesamte Regal hier, das benutze ich für mich selber zum Sortieren. Also ich hole ja regelmäßig viele hundert Steine von der Politur ab, also in Dresden hier in der Werkstatt, die nicht an diesem Standort ist übrigens, sieht man ja. Da schneide ich im Durchschnitt mit meinem Mitarbeiter etwa um die 10.000 Achate pro Jahr, vielleicht etwas steigend sogar, aber natürlich nur extrem wenige dieser Stücke sind am Ende in einer hochwertigen Qualität auch. Also das allermeiste, was wir schneiden, ist in einer Wertigkeit von unter 5 bis 10 Euro und das lasse ich nicht mal schleifen und polieren, weil einfach die Kosten in Deutschland, das hier alles selber zu machen, einfach viel zu hoch sind. Mit 19% Mehrwertsteuer und Arbeitsaufwand lohnt das dann alles nicht, überhaupt erst anzufangen, in Deutschland produzierte Achate überhaupt unter 20 Euro zu verkaufen. Deswegen sind viele der brasilianischen Achate oder auch von anderen Ländern halt direkt in anderen Ländern bearbeitet, geschliffen und poliert, wo halt die Arbeitslöhne auch entsprechend sehr viel geringer sind. Das muss man natürlich alles wissen auch. Genau, das hier ist jetzt mein Regal, wo ich dann immer mal wieder sortiere nach Kundenwünschen, verschiedenen Fundstellen und das hier oben, das sind schon alles leere Kartons auch, wenn ich mal zum Schleifer fahre, dass ich dann alles direkt wieder frisch verpacken kann oder wenn ich mal wieder eine etwas größere Sammlung kaufe, dass halt nicht einzeln alles in Zeitungspapier verpackt werden muss, sondern dann wie hier in den Boxen das alles schon vorbereitet ist, dann halt in diese Schachteln einfach reingelegt werden kann. Da liegen die Steine ziemlich sicher und zum Lagern ist das ideal, wenn man jetzt auch im Haus nicht unbegrenzten Platz hat mit Vitrinen oder Fläche, wo man die Steine hinstellen kann. Also dieses System finde ich wirklich sehr, sehr gut. Dann hier ist der Schreibtisch von Juliane, hier haben wir das Kamera-Setup, das werden wir aber in nächster Zeit auch nochmal überarbeiten, das wird einiges professioneller werden, da wollen wir nochmal richtig Geld investieren auch. Normalerweise stehen hier noch 2 LED-Strahler, wo dann seitlich die Steine beleuchtet werden, dann hier fotografiert werden, aber im Nachgang machen wir seit einigen Monaten mit den neuen Steinen jetzt auch immer noch digital den Hintergrund schwarz, einfach damit sich die Steine noch etwas besser absetzen dann, weil bunte Steine wirken vor schwarzem Hintergrund einfach doch besser. Genau. Hier werden die Steine fotografiert, dann gehen die direkt rüber an den Arbeitsplatz von Juliane. Hier bei Julianes Schreibtisch, wie gesagt, werden die Bilder dann bearbeitet und inventarisiert. Dann machen wir zusammen die Preisbestimmung der Steine, sie werden noch ausgemessen, dann wieder ein neues Kistensystem einsortiert und da kommen wir jetzt dann zu den Aufgaben meines nächsten Mitarbeiters, Laurin, der in meinem Unternehmen jetzt auch schon die längste Zeit mit dabei ist. Das ist sein Arbeitsplatz hier, das findet alles hier statt. Hier wird dann die ganze Buchhaltung gemacht. Es kommen ja ständig Rechnungen rein, die ich bezahlen muss, weil ich neue Sachen kaufe, aber noch viel mehr Rechnungen, die auch erstellt werden müssen von natürlich Kundenwünschen, die dann bearbeitet werden. Hier zum Beispiel sind 2 Bestellungen, die jetzt gestern Nacht noch reingekommen sind, die ich zufällig gerade noch in Kisten gefunden habe. Das war ein chinesischer Achat von der Webseite, der für 950 Euro rausgegangen ist. Und hier ein wirklich sehr schöner Labradorit. Da sieht man dann richtig schön auch diesen lilafarbenen Flash. Aber die Beleuchtung, die ist natürlich jetzt auch nicht ideal dafür. Aber diese Labradorite, die sind bei mir in der unteren Vitrine. Da habe ich eine Instagram-Story dazu gemacht und da hat sich jemand gemeldet, dass er den unbedingt haben möchte. Deswegen habe ich den jetzt vor Eröffnung vom Laden auch direkt schon verkauft. Hier sind natürlich einige Lagermöglichkeiten noch an Verpackungsmaterial. Der Versand wird auch alles von hier gemacht dann. Das ist das komplette Inventar, was momentan auf der Webseite agatbay.de verfügbar und zu sehen ist, plus sogar noch einige Steine mehr, die wir vorgearbeitet haben, die aber noch nicht auf der Webseite aktiv gesetzt sind. Wir müssen ja immer etwas auch vorarbeiten. Wenn ich mal wieder auf Weltreise unterwegs bin, ich bin ja öfter auch mal für einen kompletten Monat unterwegs, also zum Beispiel jetzt einen Tag nach der Eröffnung. Also Sonntag wird der Laden eröffnet und am Montag fliege ich wahrscheinlich schon direkt nach USA für einen kompletten Monat. Und da muss man natürlich entsprechend vorarbeiten, damit der Laden dann halt auch läuft und Steine neu auf die Webseite kommen können.
Einiges an Rohsteinen haben wir auch hier. Das wird auch verkauft, momentan nur über eBay und nicht über die Webseite. Einen Etsy-Store haben wir auch, das ist alles hier eingelagert. Und wenn es da entsprechende Kundenwünsche gibt und jemand mal einen Stein auf der Webseite sieht, der einem besonders gut gefällt, dann kann man natürlich auch in Absprache hierher kommen und sich diesen Stein dann auch in echt mal anschauen. Hier wird normalerweise dann noch ein grüner Vorhang hängen, also den haben wir bestellt, aber wir hatten so ein bisschen Probleme hier mit der Wand, weil da irgendwie ein Stahlträger drin ist und wir da nicht durchbohren konnten. Deswegen haben wir es noch nicht geschafft, den Vorhang jetzt aufzuhängen, aber das ist definitiv auch eine Sache, die jetzt dann in der nächsten Woche noch geschehen wird. Also das hier ist normalerweise nur ein abgetrennter Bereich, wo kein Kunde reinkommt, wirklich dann wie gesagt nur mit extra Absprache, weil damit hier nichts durcheinander kommt, weil hier sind wie gesagt die ganzen Bestellungen dann auch, also diese Regale sind dann für die Sortierung auch gedacht. Also ich mache sehr viel im Online-Verkauf, auch mit Live-Shows auf Facebook, und das sind jetzt hier zum Beispiel einige Sammelboxen, auch für Kunden, die halt sagen, okay, sie haben jetzt ein paar Steine gekauft für 100 oder 200 Euro, aber wollen noch nicht, dass verschickt wird, weil der Versand nach USA, wo viele Pakete hingehen, natürlich auch relativ teuer ist. Und insofern kann man dann Versandkosten sparen, wenn man einfach eine sogenannte Sammelbox hat und das dann nach 1 oder 2 Monaten versandt wird. Hier sind dann auch einige Bestellungen, da hat Lauchend sein eigenes System, was dann halt an welchen Kunde geht, wo das dann halt zwischengelagert wird vor der Verpackung. Also das wird aus den Boxen rausgenommen, dann je nach Bestellung mit Rechnung und Versandzettel dann hier sortiert und dann geht es dann halt zusammen raus. Also wir verschicken in der Regel etwa 1 bis 2 Mal, wenn es sehr viele Bestellungen sind, auch 3 Mal pro Woche. Und ja, ich denke, jetzt habe ich euch schon viel vom Laden auch gezeigt. Es ist natürlich auch, wie gesagt, noch nicht alles ganz fertig. Aber ich habe auch verschiedene Sektionen hier eingerichtet, zum Beispiel hier ein Regalfach auch nur mit deutschen Mineralien von dem Steinbruch Juchem, also mit Amethyst, Kalzit. Da sind wirklich spektakuläre Stücke auch mit drin, und dann im Schaufenster, sage ich mal, eher die Schaustücke, aber ich möchte auch noch ein paar billigere Sachen mit reinlegen, damit jetzt nicht Kunden, die sich nicht mit den hochwertigen Sammlerstücken so gut auskennen, dann nicht direkt abgeschreckt werden von einer sehr hochwertigen achatisierten Koralle, die zum Beispiel auch mal 750 Euro kostet, sondern auch mal irgendwie ein paar günstigere Steine wie Trommelsteine oder Amethyst irgendwie für 5 oder 10 Euro ins Schaufenster legen, damit die Leute auch sehen, ich habe tatsächlich auch günstigere Sachen. Was jetzt auch noch super spannend wird, ich habe vorbereitet ein kleines Achat-Quiz, ein Fundstellenspiel. Das hat mir in meiner Jugend oder frühen Erwachsenenzeit immer mit am meisten Spaß auch gemacht, Achate anzuschauen und dann anhand der Formation, der Bänderung, der Farben zu versuchen zu erraten, wo der Stein herkommen kann. Und ein Indiz kann da natürlich oft dann auch die Rückseite sein. Da habe ich mir überlegt, da möchte ich diese kleine Vitrine auch noch in dieses Schaufenster stellen und dann ein kleines Achat-Quiz machen. Und dann Ende des Jahres, da werden wir eine kleine Büchse aufstellen, und jeder Kunde, der in den Laden kommt, darf eine Überlegung abgeben. Auf dem Zettel darf dann aufschreiben, von welcher Fundstelle er denkt oder sie denkt, dass die Steine herkommen könnten, und der Sammler oder der Interessierte, der am Ende die meisten Achate zu den richtigen Fundstellen am präzisesten zugeordnet hat, der wird am Ende dann diesen wunderschönen brasilianischen Achat gewinnen können. Das gilt allerdings nicht auf digitaler Ebene. Also wer diesen Stein gewinnen möchte und Interesse hat, sich hier das Wissen über die Achat-Fundstellen anzulernen, der kann gerne zum Beispiel sich mit Literatur befassen, Bücher online bestellen und dann diesen Achat hier gewinnen. Aber wie gesagt, nur wenn man in den Laden kommt und handschriftlich dann seine Überlegungen hier abgibt. Digital könnt ihr natürlich auch gerne unter dem Video raten, wo die Steine herkommen können. Aber das wird den Leuten nur Tipps geben, wenn sie dann tatsächlich in den Laden kommen, dann nur handschriftlich abgegebene Zettel hier im Laden werden am Ende dann berücksichtigt werden, was den Gewinn dieses Achates angeht. Als kleines Special noch zusätzlich habe ich vor kurzer Zeit auch noch diesen wunderschönen Achat von der Fundstelle Waldhambach im Westen Deutschlands in der Nähe von Landau selbst geschnitten. Dieses Material ist seit mindestens 15 Jahren, würde ich sagen, nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich. Da hat es ein paar Arbeitsunfälle gegeben und der Betreiber, der wollte dann nicht mehr, dass Sammler in den Steinbruch gehen können, um dort nach Achaten zu suchen. Aber ich habe diesen Rohstein bekommen von einem guten Freund und Namensvetter, und dieser Achat
ist jetzt auch dem digitalen Publikum möglich zu gewinnen. Und zwar jeder, der unter dem Video einen Kommentar mit dem Wort Agate, sei es an einem Satz oder auch nur einzeln geschrieben, schreibt Agate, der kann sich qualifizieren, diesen Aha zu gewinnen. Versandkosten übernehme ich, alle Kosten werden gedeckt. Ihr müsst dann einfach nur mit mir in Kontakt treten per E-Mail. Ich werde euch dann kontaktieren, unter den Kommentar schreiben, wer der Gewinner ist. Der wird zufällig ausgesucht unter allen, die das Wort Agate kommentiert haben. Und dann könnt ihr diesen Achat hier aus Deutschland gratis gewinnen. Jeden Freitagabend um 19 Uhr lade ich ein neues Video auf meinen YouTube-Kanal. Das heißt, es sind genau 7 Tage Zeit bis zur Veröffentlichung meines nächsten Videos, wo ich unter beiden Videos, also sowohl diesem als auch dann dem nächstwöchigen Video, verkünden werde, wer der Gewinner dieses Achates ist. Und wie gesagt, unter allen eingehenden Kommentaren, wo das Wort Agate drunter steht, wird dann ausgelost, wer diesen Achat am Ende gewinnt. Dann setze ich mich mit euch in Verbindung und schicke euch diesen Achat kostenfrei zu. Am Sonntag zwischen 11 und 14 Uhr in Dresden in der Hansastraße 14 wird der Laden eröffnet. Das heißt, falls ihr vorbeikommen wollt, 2 meiner Mitarbeiter werden auch hier sein. Es wird Kaffee geben, es wird Kuchen geben, Sekt, Glühwein. Wenn ihr noch spezielle Wünsche habt, schreibt das auch unter das Video. Kann ich alles noch vorher besorgen. Außer es sind irgendwie ganz extraordinäre Wünsche wie, keine Ahnung, Kaviar oder Spanferkel habe ich auch als Kommentar gelesen. Das wird es natürlich nicht geben. Aber wie gesagt, schreibt gerne einen Kommentar unter das Video, kommt gerne zur Eröffnung auch vorbei. Wer am Eröffnungstag kommt, an dem Sonntag, der bekommt auch einen gratis Achat-Trommelstein. Und ja, ich denke, es gibt hier viel zu sehen, viele spannende Sachen. Es wird natürlich noch etwas organisierter sein. Also es wird sich einiges tun und ich danke euch fürs Anschauen des Videos. Wie gesagt, schreibt Agate in den Kommentaren, wenn ihr diesen Waldhambach-Achat gewinnen möchtet. Kommt mal vorbei und wir sehen uns bald. Danke fürs Zuschauen und einen schönen Tag noch.